Moin, ihr Landratten, willkommen bei Hamburg Hafen Live mit dem obligatorischen Frühstart. Ihr seht auch warum. Hier ist noch ein Schiff, was vor der Busan Express rausgeht. Und ja, das lässt sich so viel Zeit, dass ich dachte, Mensch, die nehmen wir doch einfach noch mit rein. Das ist irgendwie irgendwas mit Xing Chong Tung Taui. Ich habe den Namen. Muss ich noch mal nachgucken, bitte entschuldigt. Aber dann könnt ihr schon mal sehen, wie hier so in etwa die Stimmung ist. Wir haben mal wieder super Suppe, also von guter Sicht kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Also insofern, ja, schauen wir einfach mal, was das gibt. Aber wie gesagt, also solange es nicht regnet, ich mag ja diese Nebelstimmung, hat alles so ein bisschen Edgar Wallace-Style. Schön, dass ihr dabei seid und diesen kleinen Ministream mit mir verfolgen wollt. Ministream deshalb, weil, ja, also außer hier der Xing-Shang-Chong und der Busan Express steht nicht mehr wahnsinnig viel auf dem Programm. Und naja, um ehrlich zu sein, es ist natürlich mal wieder ein Teststream, nur ich habe jetzt aufgehört, Streams als Teststream zu bezeichnen, denn sonst haben wir irgendwann ja nur noch Teststreams hier. Also ich hoffe, es läuft alles, funktioniert soweit, ihr habt ein Bild, ihr habt einen Ton und ja, dann schauen wir uns einfach mal an, was hier heute auf der Elbe passiert. So, da habe ich auch den Namen. Xingnantong, Xingnantong. Xingnantong ist das. Okay. Vorne war Peter dran. Peter hat schon losgemacht. Und ja, was hier aber auch heute ist, ich stehe ja hier in Finkenwerder am Rüschpark. Die Finkenwerder, also die neue Fähre, die fährt hier auch die ganze Zeit rum und scheint wohl das Airbus-Shuttle zu machen. Das heißt, die Leute, die bei Airbus arbeiten, die werden da zur Arbeit gebracht und wieder abgeholt. Und das ist jetzt, glaube ich, auch eine ganz gute Uhrzeit, wo da einiges los ist. Ja, Christian, du hast Teststream gehört. Aber wie gesagt, es sind alles nur immer so Kleinigkeiten, die ich ändere und teste, dass es eigentlich gar nicht mehr der Rede wert ist, jetzt wirklich immer das Ganze als Teststream zu betiteln. So, eine zweite Kamera könnte ich ja mal umdrehen. Ja. Könnte ein Tacken heller. Ja, und hinten dran war der Michel. Der hat aber auch schon losgemacht. Gleitet jetzt einfach noch langsam hinterher. Pechfarming fragt, wie machst du das eigentlich mit dem Strom? Ja, ganz einfach. So Powerbanks und Powerstations. Ne? Also da bin ich mittlerweile ganz gut ausgerüstet. Hab da diverse von kleineren Powerbanks bis hin zu größeren Powerstations, immer je nachdem, was ich so plane, wie lange das Ganze so dauern könnte. Aber das Gute ist, dass das Setup, was ich hier habe, eigentlich so relativ genügsam ist. Also so wahnsinnig viel Strom brauche ich eigentlich gar nicht. Und schaut mal da gegenüber, da haben wir die Finkenwerder. Passend zu der Xing-Shang-Chong mit der Cosco-Lackierung.
Dominik ist da, unser Schiffsfahrer. Dominik, bist du auch hier irgendwo unterwegs? Dann gib gerne mal laut. Und ich sehe, Funfair ist im 6. Monat auf dem Fischmarkt dabei. Funfair, ganz lieben Dank. Und Glückwunsch zum Halbjährigen. Gilberto64 lässt auf Twitch erneut ein Sub da, ist im 5. Monat dabei. Danke dir. Und Seestern62, unser Andrea, ist auch auf Twitch. Sein Sub verlängert. 4 Monate, Dankeschön dafür. Roland Kremer, Fischmarktmitglied. Roland, ganz lieben Dank an dich auch. Und dann Andi, der Sattelschlepper, mit 5 Schweizer Franken. Oh, Paddy beim Teststream, das eskaliert doch wieder. Nee. Also die Zeiten sind vorbei. Wir hatten ja eine Zeit lang mal Teststreams, die wirklich immer völlig eskaliert sind. Oh, Dominik schreibt, Linie 75 bin ich am Fahren. Ja, welches ist denn Linie 75? Hilf mir mal ein bisschen. Ist das hier draußen? Ja, wir hatten ja mal so eine Zeit lang, wo die Teststreams immer eskaliert sind. Aber mittlerweile ist so viel getestet hier, dass das eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ja, ich weiß gar nicht, ob Peter und Michael irgendwie einen Folgejob haben. Die dackeln da der Costco noch weiter hinterher. Aber da kommt auch irgendwas rein da hinten. Ich mache erstmal weiter. Hertus Lübeck mit 100 Bits, ganz lieben Dank. Und Danny Becker mit Grüßen aus Wasserburg. Oh, der weibliche Teil, also die Anja hat heute Geburtstag. 5 € Superchat. Mensch, ganz herzlichen Glückwunsch, Anja. Schaust du denn auch zu? Natürlich gibt es dafür ein Geburtstagshorn. Ich sag mal, Happy Birthday. Oh, Dominik fährt Landungsbrücken Steinwerder. Ach, das ist dieses Ding, was den ganzen Tag hin und her fährt, oder? Das ist eine super Linie. Eike Tim im 4. Monat auf dem Fischmarkt dabei. Dankeschön. Und der Macker vom Acker lässt sein Prime-Sub erneut da. Auch an dich. Ein Dankeschön. Caro mit 2,49 Superchat. Und Grüße von Ares aus Bad Belzig. Ja, liebe Grüße, Ares. Was kommt denn da eigentlich Rotes an? Oder Oranges? Habe ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ich war irgendwie nur bei der Busan Express heute. Was ist denn das für ein Schiff? Da müsst ihr mir mal ein bisschen helfen. Ute meint, das ist die Skippertide oder Skippertide, ein Offshore-Schiff. Okay. Oh, Malte ist auch da. Jo, Malte hat eben noch gestreamt, oder? Malte, bist du schon durch mit deinem Stream? War aber nicht so lange, oder? Ja, ist leider so ein bisschen diesig hier. Yannick fragt, warum ist das Schiff zum letzten Mal in Hamburg? Also der Titel spricht ja von der Busan Express. Die Busan Express soll um 16 Uhr ablegen. Bis wir die sehen, denke ich mal, wird es locker 16:15 Uhr, wenn nicht sogar 16:30 Uhr werden. Und die Busan Express gehört ja zu der Hamburg Express-Klasse. Das sind die ganzen 400 Meter Neubauten von Hapag-Lloyd, die wir vor allem im letzten Jahr sehr viel hier in Hamburg gesehen haben. Berlin Express, Hamburg Express, Busan Express, Manila Express, Singapur Express und noch einige andere. Jetzt hat aber Hapag-Lloyd eine neue Allianz gebildet, und zwar mit Maersk, die sogenannte Gemini oder Gemini Allianz. Und ja, da bündeln die halt ihre Kräfte. Das ist so ein bisschen, muss man sich vorstellen, wie im Flugverkehr, dieses Code-Sharing, dass die halt ja, Schiffe teilen, um
einfach ihre Kunden besser bedienen zu können. Und in dem Zuge haben Maersk und Hapag-Lloyd sogenannte Hubs gebildet. Die Hubs sind immer, ja, die bestehen immer aus mehreren Häfen. Und es gibt halt einen so einen Europa-Hub. Und dieser Europa-Hub, der besteht, oder ein Teil dieses Europa-Hubs sind die Häfen Rotterdam, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Ja, Hamburg ist nicht dabei. Schade, schade, schade. Und im Zuge dieser ganzen Umsortierung der Dienste werden also die 400-Meter-Schiffe von Hapag-Lloyd in naher Zukunft den Hamburger Hafen erstmal nicht mehr anlaufen. Es sind noch ein paar Anläufe drin. Ich glaube, die Hamburg Express kommt noch einmal. Jetzt am Wochenende, glaube ich, die Gdansk Express. Aber ja, so wahnsinnig viele sind das nicht mehr. Dann läuft das irgendwann aus. Ich weiß nicht, ob das dabei bleibt. Ich weiß nicht, ob es eventuell auch mal Ausnahmen geben wird. Das kann ich euch nicht sagen. Aber erstmal, ja, gehen die Schiffe also nach Bremerhaven und nach Wilhelmshaven. Robert ist seit 9 Monaten auf dem Fischmarkt. Danke dir, Robert. Und er fragt, wie werden neue Poller im Hafen montiert? Das kann ich dir nicht genau sagen. Werden denn irgendwo neue Poller montiert im Hafen? Aber ja, so Poller, das sind ja meistens massive Betonteile. Wie die genau, ich weiß gar nicht, werden die verschraubt oder werden die vergossen auf der Pier? Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nie so genau angeguckt. Das ist eine interessante Frage. Hans RSA lässt einen Prime-Sub da auf Twitch. Hans, danke dir vielmals. Ah, da im Hintergrund haben wir die Finkenwerder wieder. Beatrix Kogler ist auch seit 12 Monaten dabei und schreibt 12 Monate und nie langweilig. Beatrix, das ist aber ganz lieb von dir. Schön, dass du schon so lange dabei bist. Ein interessantes Schiff hier. So ein Offshore-Arbeitsschiff. Mal was ganz anderes. Auf jeden Fall wollten die Schlepper dort nicht hin. Barbara lässt 10 Euro per PayPal da. Barbara, Dankeschön. Und dann nochmal 2 Euro vom Uwe. Auch an dich ein dickes Dankeschön und Küsschen aus Hamburg. OC Hemke im 4. Monat auf der Speicherstadt mit Grüßen aus Berlin. Liebe Grüße zurück. Da ist gerade die Lotsenleiter vorbereitet. Und ich glaube, der Lotse kommt auch gerade. Der schleicht sich von hinten ran. Da müsste er gleich ins Bild kommen. Ja, also so viel auf jeden Fall zum Thema 400 Meter Klasse Hapag-Lloyd. Die fahren ja alle unter dem Namen Hamburg Express Klasse. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich habe ja so eine besondere Bindung zu Hapag-Lloyd. Außerdem ist es natürlich eine Hamburger Reederei, deutsche Reederei, viele Schiffe unter deutscher Flagge. Aber da sieht man halt auch, das ist Business. Und ja, nur weil Hapag-Lloyd eine Hamburger Reederei ist, heißt das noch lange nicht, dass sie all ihre Schiffe nach Hamburg schicken. Letztendlich wird das halt so gemacht, dass, dass es am effizientesten ist. Oh, ich muss gleich mal kurz was hier reparieren. Tanja schreibt mir gerade, dass jemand versehentlich gekickt wurde. Ich gucke mal gerade, ob ich das gerade repariert bekomme. Hier so on the fly.
Andi, der Sattelschlepper, mein Lieber. Tanja schreibt mir gerade, dass du irgendwie versehentlich ausgeblendet wurdest. Kannst du nicht mehr schreiben? Also wenn, war das auf jeden Fall ein Versehen. Und ich versuche das hier nebenbei zu reparieren. Nur mal die Frage, ob du schreiben kannst oder ob wir dich versehentlich auf die Bank geschickt haben. Nilsi ist mit 5 € dabei. Nilsi, ganz lieben Dank. Er schreibt, am 1. März um 19 Uhr wird das Warnemünde Turmleuchten nachgeholt. Okay, danke für die Info. Dann haben wir den Hessenblitz mit 10 € Superchat. Hessenblitz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Und die Flussmöwe mit 2 € Superchat. Dankeschön. Also, Andi, der Sattelschlepper, schreibt nichts. Das heißt, den haben wir tatsächlich versehentlich in ein Timeout geschickt. Wie das genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das war einer von den Moderatoren, der sich da versehentlich verklickt hat. Das Problem ist, dass ich das Timeout jetzt nicht einfach so mal eben rückgängig machen kann. Moment mal. Das ist aber auch, wenn man sich hier einmal verklickt, ne? Wenn man sich einmal verklickt. Ja, ich hoffe mal, dass sich das gleich wieder reguliert. Andi, tut mir auf jeden Fall leid, aber ich glaube, Tanja hat mit dir schon geschrieben. Und ach, da schreibt der Andi auch wieder. Ja, und es kommen hier lauter interessante Schiffe gerade. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen abwesend war, aber wenn so ein Unfall passiert, möchte ich das natürlich auch möglichst gleich wieder beheben. Und hier kommt auch von der linken Seite noch die Acke. Was ist das denn schon wieder für ein Schiff?
Was hat der denn da hinten dran? Ist das auch so eine Art Flug? Also wir kennen ja diese kleineren Flüge, diese Schlickflüge. Das scheint etwas Ähnliches zu sein, nur in deutlich größer. Kann das jemand bestätigen? Kennt sich da jemand von euch mit aus? Auf jeden Fall macht er hier gerade mal einen kleinen 360. Skyjack, ganz lieben Dank für deinen Sub auf Twitch. Oh, das macht er jetzt auch noch hier direkt vor unserer Nase. Ja, ich nehme mal an, das ist auch so ein Schlickflug, nur in deutlich größer. So sieht das zumindest aus. BSB ist im 5. Monat auf der Speicherstadt. Ganz vielen Dank. Und er schreibt, die Schlepper gehen wahrscheinlich zu der aufkommenden Camilla Oldendorf, die nach Wedel zum Kraftwerk gehen. Mensch, was haben wir für ein Glück, dass das heute wieder hier direkt vor der Kamera passiert. Ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass hier so eine Action ist. Aber jetzt einmal das Offshore-Schiff und dann hier den Bagger oder den Flug. Ist ja richtig was los. Ja, Schiffspotting Germany schreibt auch, arbeitet mit der Tide und spült Hügel weg. Genau, die Bagger, die hinterlassen ja immer Furchen. Diese Saugbagger mit ihren Rüsseln, die baggern halt immer an einer Stelle, tragen ordentlich Material ab, aber hinterlassen dann halt tiefe Furchen an der Stelle, wo sie gebaggert haben. Und dann muss das Ganze natürlich irgendwie wieder glatt gebügelt werden. Und dafür gibt es diese Schlickflüge. So, jetzt habe ich hier aber noch eine Info. Legen, wait for it, Derry. Die MS Acke ist ein Wasserinjektionsgerät von Meyer und van der Kamp. Wir entnehmen kein Sediment aus dem Gewässer. Das Bodenmaterial wird direkt an Ort und Stelle in Suspension gebracht und unter dem Einfluss der natürlichen hydrodynamischen Prozesse im Gewässer umgelagert. Okay, ein Wasserinjektionsgerät. Danke für die Info. Sehe ich zum ersten Mal, ehrlich gesagt, hier auf der Elbe. LML Lefmanu, herzlichen Dank für ein verschenktes Sub. Henrik lässt nochmal 5 € da und schreibt, der gestrige Stream war super und kurzweilig. Gerne mehr Streams, wo ihr Restaurants im Hafen empfehlt. Ja, Henrik, du, das ist gar nicht so einfach, immer wieder neue Restaurants zu empfehlen, weil wir ehrlich gesagt nicht so diejenigen sind, die ständig Restauranthopping machen. Wir gehen sehr, sehr gerne immer zu den gleichen Restaurants wieder, die wir kennen. Und ja, zumindest auf der Ecke, wo wir gestern waren, da haben wir gestern schon ordentlich was rausgehauen. Aber auf jeden Fall wollen wir in Zukunft immer mal wieder diese Walks machen. Sind, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Ja, die Busan Express ist noch nicht raus. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen Blick auf den Vessel Finder hat oder Marine Traffic. Ach, guck mal, jetzt ziehen sie auch da die, also nicht die Befeuerung, hier die, wie heißen die Signalbälle. Wie nennt man die denn? Oh Mann, heute merke ich wieder, wie wenig Ahnung ich habe. Ein Ankerball ist das, glaube ich, wenn das ein großer schwarzer Ball ist.
dann ist das, glaube ich, das Signal dafür oder ein Zeichen dafür, dass sie ankern. Nennt sich das denn so jetzt auch Ankerball? Oder bedeutet das einfach, dass die quasi manövrierbehindert sind? Also, dass sie nicht ankern. Einen Anker haben sie ja nicht draußen, aber dass sie halt auch nicht mal eben gerade von der Stelle kommen. Andi, der Sattelschlepper, ist wieder da. Und er schreibt, Dominik hat den Andi gekickt. Dafür muss er Hamburg Hafen Live heute Abend Pizza ausgeben. Ja, halb so wild. Wenn wir das wieder gefixt bekommen. Also Schlepper sind schon dran, Anna. Busan Express. Habt ihr gemeldet. Aber ich glaube, Bewegung ist noch nicht drin. Baumse bestätigt es nochmal. Das ist das Tagessignal für ein manövrierbehindertes Fahrzeug. Und das bedeutet dann im Prinzip das Gleiche wie die Lampen daneben, rot, weiß, rot. Die sind natürlich bei Tageslicht jetzt noch nicht so gut zu erkennen, beziehungsweise wir haben gerade so eine Übergangszeit, dämmert gerade. Und deshalb haben sie wahrscheinlich beide Signale gesetzt. Derweil ist die Finkenwerder auch wieder da, voll mit Angestellten von Airbus, die jetzt nach Teufelsbrück gebracht werden. Da hinten befindet sich ein großer Parkplatz, den die Angestellten von Airbus benutzen dürfen. Und dann nehmen die dieses Shuttle, werden direkt zu Airbus rübergebracht. Ist natürlich für diejenigen, die auf der Nordseite der Elbe wohnen, eine sehr bequeme und schnelle Geschichte. Denn wenn die jetzt quasi den Umweg fahren müssten durch den Elbtunnel bis zu Airbus, dann hätten die also wirklich richtig viel zu fahren. Und so ist das natürlich echt eine bequeme Nummer. Von links kommt der VB Saturnus. Das ist der schöne alte Schlepper. Was war der nochmal? Baujahr 78, glaube ich. 1978. Fährt jetzt auch gleich ins Bild. Mensch, hier ist ja richtig was los vor der Kamera. Da ist er. Toll, dass auch noch so alte Fahrzeuge dann im operativen Einsatz sind. Dann sehe ich hier die Frage, welchen Monat würdet ihr für einen Hamburg-Besuch empfehlen? Boah. Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich sag mal, nicht überlaufen ist es natürlich jetzt. Also diese ganzen Wintermonate. Tja, also ich glaube, vom Gefühl her würde ich sagen, würde ich es mal so im März, April probieren oder Richtung Oktober. Aber das ist echt unheimlich schwierig. Chris aus Teflon schreibt, die Acke ist Baujahr 1943. Echt jetzt? Sieht die gar nicht nach aus. Die ist 1943, das ist ja abgefahren, sensationell.
Ja, Sebastian, es ist aber wirklich schwierig zu sagen, welcher Monat jetzt der beste ist. Denn wenn es einen besten Monat gibt, dann würden da ja alle Leute kommen. Und dann ist es wieder nicht mehr der beste, weil es plötzlich überlaufen ist. Aber so rein vom Gefühl her würde ich mich eher so auf die Monate März, April, Mai konzentrieren. Und dann immer so ein bisschen gucken, wo eventuell Ferien sind. Ja, das ist ja wirklich sehr interessant, dass die hier heute direkt vor der Kamera zu tun haben. Wasser ist auch relativ ruhig, also viel Wind haben wir nicht. Ja, leider haben wir gestern keine von den neuen Fähren erwischt. Wir sind ja auf dem Rückweg dann noch die eine Station vom Fischmarkt bis zum Dockland gefahren. Bis heute noch nicht mitgefahren. Schade, schade. Anthony Roberts, $10 Love Dredgers. Ja, alles was so mit Baggern zu tun hat, mag ich ehrlich gesagt auch. Finde ich auch super interessant. Und der Philipp ist auch schon im 13. Monat bei der Speicherstadt. Philipp, danke dir vielmals. Ja, das ist ganz gut, dass hier ein bisschen was vor der Kamera los ist, denn wenn ich mal rüberschwenke nach Hamburg, dann werdet ihr sehen, dass ihr nicht viel seht. Schaut euch mal die Suppe an da hinten, da fährt der Saturnus noch. Und da kommt dann aber irgendwann die Busan Express raus. Ich hoffe, dass ihr das noch macht, solange ein bisschen Licht da ist. Denn sonst muss ich noch mal das Objektiv wechseln. Und das ist nämlich jetzt gerade so die Übergangszeit. Aber es hat definitiv was, diese Nebelstimmung. Ja, das kann natürlich cool aussehen, wenn die Busan Express da hinten so ein bisschen aus dem Nebel kommt, wenn die sich auch ein bisschen Zeit lassen. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass die sich nicht zu lange Zeit lassen. Aber ich habe für den Notfall auch noch das andere Objektiv mit. Könnte ich noch mal wechseln. Im 2. Monat auf Twitch mit einem Sub. Peter der Rentner. Peter, danke dir. 12 Monate Fischmarkt. Die Jessica. Herzlichen Dank.
Und ein Prime Sub lässt Christian M94 da. Dankeschön. Pascal fragt, ob die Fähre wirklich ein A380 drauf hat. Ja, die Lufthansa-Fähre, die hat tatsächlich vorne, also so ein Mini, ne? Das ist so ein kleines Modell. Aber die fährt hier heute nicht. Also die Fähre habe ich jetzt zumindest heute noch nicht gesehen. Mit der Lufthansa-Lackierung. Das ist ja die Hamburgensie. Aber irgendwann bekommen wir die noch mal zu sehen und dann zeige ich euch mal den A380 da drauf. Julia fragt, ob wir morgen bei der Meyer-Werft sind. Also ich hatte vor, Samstag dort zu sein. Am Samstag wird ja das nächste Kreuzfahrtschiff bei der Meyer-Werft in Papenburg ausgedockt. Ist nicht ganz so riesig wie die letzte Disney, das ist die Asuka 3 für die japanische Reederei, oh wie heißen die, NYC oder so oder NYC. Und das Schiff steht in dem kleineren Baudock, wird dort Samstagmorgen rausgeholt, macht dann eine kleine Rundfahrt durch den Werfthafen und kommt an den Ausrüstungskai. Kommt zwischendurch dann noch ein Schornstein drauf und eigentlich wollte ich mir das mal angucken. Robert fragt, ob es Captain Iglo noch gibt. Ja, also Captain Iglo gibt es noch. Ich glaube aber, Captain Iglo ist auch gerade in der Werft. Zumindest habe ich irgendwie auf Instagram da was gesehen. Ich weiß nicht, ob das Niklas war. Irgendeiner von den Fährenfahrern hatte was gepostet. Und da war die Wilhelmsburg mit der Captain Iglo Werbung in der Werft. Niki fragt auch noch mal, ob die Busan Express Hamburg erstmal nicht mehr anläuft. Ja, ganz genau. Also das Ganze ist mit dem Hintergrund, dass Maersk und Hapag-Lloyd sich zusammengetan haben, neue Allianz, haben alles ein bisschen umsortiert und ja, die 400 Meter Containerschiffe von Hapag-Lloyd, die ganze Hamburg Express-Klasse, die läuft Hamburg erstmal nicht mehr an. Stattdessen gehen die alle nach Wilhelmshaven und teilweise auch Bremerhaven. Denn die haben im Zuge der neuen Allianz so einen Hub gebildet. Und dieser Nordeuropa-Hub besteht aus den Häfen Rotterdam, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Ja, tut sich denn schon was an der Busan Express? Ihr dürft gerne mal auf den Vessel Finder schauen. Da haben wir die Tollerort. Das ist die Fähre, mit der wir gestern gefahren sind. Tanja und ich. Hier haben wir sie nochmal bei Tageslicht. Oder das, was vom Tageslicht hier so übrig ist. Lutz meldet, Busan Express 0 Knoten. Christian fragt, ob sich das wirklich auf alle Schiffe der Hamburg Express-Klasse bezieht. Christian, ich kann dir das ehrlich gesagt nicht zu 100% beantworten. Aber es stehen noch einige in der Liste drin. Also du hast nachgeguckt und es stehen noch welche, die auch im März kommen. Ich denke mal, das sind so mehr oder weniger die Überreste. Also die Hamburg Express kommt noch mal, Gdansk Express kommt.
Ob es da vielleicht noch das ein oder andere Schiff gibt, was trotzdem Hamburg anläuft, das kann ich euch nicht sagen. Es ist auch so, dass nicht komplett alle Schiffe von Maersk und Hapag-Lloyd in diese Allianz mit einfließen. Also die betreiben weiterhin auch Schiffe, die sie ja, dann quasi alleine betreiben. Also nicht jedes Schiff ist dann quasi in dieser gemeinsamen Allianz vertreten. Also von daher will ich das nicht ausschließen, dass da vielleicht doch noch mal irgendwann eins von der Hamburg Express-Klasse kommt. Aber erstmal glaube ich nicht, dass da was passiert. Aber wir schauen mal. Aber es hat ja doch was Beruhigendes mit dem Nebel, oder? Jürgen ist seit 12 Monaten dabei. Jürgen, Dankeschön. Und Beatrix verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke. Der Doktor fragt, wann kommt das Schiff? Naja, also in der Segelliste stand drin, dass sie um 16 Uhr abfahren soll. Insofern, ja, sage ich mal, keine Ahnung. Schlepper sind wohl schon dran an der Busan Express. Aber ich hatte es ja auch schon mal in einem Stream, dass die Schlepper schon dran waren am Schiff und plötzlich ja, wieder nach Hause gefahren sind. Unverrichteter Dinge und das Schiff irgendwie dann erst nächsten Tag rausgegangen ist. Also wenn ihr gleich seht, dass da Schlepper wieder wegfahren von der Busan Express, dann war es das. Hadis fragt, was dieses F35 am Turm bedeutet. Da. Also das Gebäude, das ist das Seemannshof, da ist unter anderem die Lotsenstation drin. Und F35 bedeutet, dass wir Flut haben, dafür steht das F. Und 3,50 Meter über dem mittleren Hochwasser. Also solange dann F steht, läuft das Wasser auf. Das heißt, die Zahl müsste langsam hochgehen. Und wenn das Wasser irgendwann wieder abläuft, dann steht dann E für Ebbe. Und diese Anzeige ist im Prinzip der Pegelstand über dem mittleren, mittleren Wasserstand. Wenn man zum Beispiel in die Seekarten guckt, dann steht dort an jeder Stelle eine Tiefe, eine Wassertiefe. Also da steht zum Beispiel dann, sagen wir mal hier irgendwo, wo die Tonne ist, steht dann zum Beispiel 10 Meter. Und dann muss man das, was auf diesem Pegelturm steht, oben drauf rechnen und weiß, dass da dann jetzt eine Tiefe von 13,50 Meter ist. Niklas ist auch da. Moin Niklas. Niklas, bist du auch unterwegs? Ja, mal gucken, wie sich das mit dem Licht ausgeht. Fitzje, ganz lieben Dank im 5. Monat mit einem Prime Sub. Und die Sissi ist jetzt auf dem Fischmarkt. Hallo, herzlich willkommen. Reik fragt, ob das immer so ist mit dem Fährverkehr. Also, ja, es kommt einem sehr viel vor. Ich glaube, das liegt aber ein bisschen daran, dass halt gerade auch die so ein bisschen Rush Hour ist und das alles Fähren sind, die hier die Leute zu
und von Airbus bringen. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an der Uhrzeit, dass einem das so viel vorkommt. Niklas schreibt, er ist auf der Aldi-Fähre. Also nicht hier unterwegs, wahrscheinlich irgendwo auf der 62. Ja, hier kam gerade noch mal die Frage, was dieses Schiff hier macht. Das sehe ich auch zum ersten Mal heute, die Acke. Und ja, wir haben eben gelernt, dass die hinten ein Wasserinjektionsgerät dran hat und wahrscheinlich hier den Boden glatt bügelt. AC/DC ist da. Moin, ihr Lieben. Gestern ganz vergessen. Ich muss noch ein Dankeschön an euch loswerden. AC und DC. Herzlichen Dank für 2 Artikel von unserer Amazon-Wunschliste. Einmal einen Netzwerkadapter und eine Audioverlängerung. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Wieder Nerdkram. Einmal für unser COM-Modul und die Audioverlängerung, damit Tanja demnächst, wenn wir wieder einen Gast zugeschaltet haben, mehr Bewegungsspielraum hat. Danke an euch. Ja, und da kommt die Finkenwerder auch schon wieder zurück. Die pendelt also wirklich die ganze Zeit hier hin und her. Oh, haben wir noch ein Geburtstagskind? Der Tilt Klaus. Tilt, beziehungsweise Klaus, ganz herzlichen Glückwunsch. Geburtstagshorn hatten wir eben schon, aber können wir gerne noch mal raushauen. Wir haben ja Zeit. Also die Busan Express, die hat irgendwie offensichtlich keine Lust, hier bei Tageslicht rauszuhauen. Ich sag mal Happy Birthday an alle, die heute Geburtstag haben. Schön, dass ihr euren Geburtstag zumindest zeitweise hier bei uns verbringt. Das gelbe Gebäude da im Hintergrund, das ist das Hauptquartier von den Elblotsen. Schöne Lotsenvilla. Und auch die Lotsen, die haben da hinten auch ein paar Parkplätze. Deshalb sieht man halt auch ganz oft, dass das Lotsentaxi da vorne in Teufelsbrück hält.
und dort jemanden rein oder rauslässt. Da kommt noch ein bisschen Beifang. Jana. Timmy fragt, ob es stimmt, dass die Lotsen und Kapitäne weniger werden. Also ob sie jetzt unbedingt weniger werden, das kann ich dir nicht sagen. Aber was definitiv Fakt ist, dass alle Unternehmen in der ganzen Seefahrt- und maritimen Branche Probleme haben, Nachwuchs zu bekommen. Also die sind alle am Kämpfen und versuchen also wirklich mit allen möglichen Mitteln neue Leute zu bekommen. Die Lotsen haben deshalb auch schon ihre Ausbildung so ein bisschen reformiert. Das heißt, du musst nicht mehr zwingend eine Kapitänslaufbahn vorher gehabt haben. Du musst nicht unbedingt zur See gefahren sein als Kapitän, um Lotse zu werden. Mittlerweile kannst du also auch eine Ausbildung zum Lotsen machen. Mike Fassbender ist auch wieder da. 2,49, ganz lieben Dank. Mit Grüßen vom Community Seehund. Und gleich nochmal 2,49. Mensch, Hansi und Mike, danke euch beiden. Und ein dickes Dankeschön geht auch an Fecker für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Der Fletenkieger ist da. Ich glaube, der Fletenkieger, der kann uns ganz genau erklären, wie das mit der Acke funktioniert, mit dem Wasserinjektionsgerät. Immer noch keine Bewegung bei der Busan Express. Ich frage mal für einen Freund. Frage für einen Freund, der hier auf das Schiff wartet. Shipspotting Germany meldet, dass die Schlepper die Position gewechselt haben und sich bereit machen, das Schiff gleich von der Pier zu ziehen. Ich glaube, ich werde aber gleich die Zeit nutzen. Ja, ist gerade so ein bisschen wackelig. Eigentlich würde ich überlegen, ob ich das Objektiv jetzt gleich schnell wechsle. Dann habe ich leider nicht mehr ganz so viel Zoom, nicht mehr so viel Brennweite, aber habe dann mehr Lichtstärke. Aber so einen kleinen Moment geht es noch. Vielleicht geht sich das gerade noch so aus. Kreativ Andi meint, dass sie noch abwarten, bis die Oldendorf in Wedel fest ist. Ja, das kann natürlich gut sein, wenn da hinten gerade noch Manöver ist. Das macht durchaus Sinn. Timmy meint, die Busan hat genug Licht. Naja,
Also diese Containerschiffe haben ja erfahrungsgemäß eher spärliche Beleuchtung. Manchmal haben sie eine richtig schöne Funzel vorne auf dem Vormast. Wenn die an ist, dann könnte das hell genug sein. Gabi Lang, ja, den Schleppi gibt es noch, natürlich. Natürlich gibt es den noch. Guckt euch mal die Suppe da hinten an. Guckt euch die Suppe an. 2 Euro Superchat. Dafür geht nochmal ein dickes Dankeschön an den Arcade Mixer. Und Anthony Roberts. 5 gifted memberships. Thanks, Tony. Greetings to Washgual. Guido schickt auch nochmal 2 Euro Superchat und schreibt, was uns nicht freut. Tschüss, Hapag-Lloyd. Ja. Nee, schön ist das nicht. Schön ist das natürlich nicht, aber der Hamburger Hafen muss halt irgendwo auch der Realität ins Auge schauen. €2 kommen noch von der Janine aus Pöhl und die meldet Schlepper an der Busan. Ja, die Schlepper sind schon länger dran, aber so langsam soll wohl auch Bewegung reinkommen, habt ihr gemeldet. Danke dir, Janine. Danke auch an Uli Reinders, Foto und Video, auch nochmal 2 Euro Superchat. André schickt 5 Euro und meint, das Bild ruckelt hin und wieder. Sieht aus, als ob das Schiff immer einen Schatten hat. Das muss ich mir jetzt mal selber einmal angucken hier. Müssen wir erstmal hier gerade auf dem Ich sehe das Problem hier leider bei mir gerade nicht. Ja, wir haben ja noch einen kleinen Moment Zeit. Kann ich mir das ja mal gerade hier selber im Stream anschauen.
Also ich sehe das Problem gerade nicht. Kann aber auch sein, dass das wirklich nur so kurzzeitig mal war und ich das deshalb jetzt gerade nicht nachvollziehen kann. Müsst ihr mal sagen, wenn das irgendwie schlimmer wird. Aber ich fürchte, ich muss jetzt doch gleich einmal das Objektiv wechseln, denn das wird hier sonst eine ganz dunkle Geschichte. Okay, also die meisten schreiben, ist alles gut. Ich werde mal den Objektivwechsel vorbereiten. Im Moment haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Okay, dann gehe ich mal kurzzeitig auf die andere Kamera und wechsel mal eben. Okay. Okay, ist gewechselt. Jetzt noch eben mal hier das andere wegpacken. Da sind wir auf dem anderen Objektiv jetzt. Okay, jetzt haben wir wieder eine bessere Bildqualität oder sind zumindest für die Dunkelheit gewappnet. Und ihr meldet, dass die Busan Express sich auch von der Pier löst. Bastrecht, vielen Dank. Auf Twitch im 6. Monat dabei mit einem Sub. Ich danke dir vielmals. Und ein neues Fischmarktmitglied ist der Herr R. Dankeschön. Dann haben wir noch den René, der 15 Monate Reeperbahn feiert. Herzlichen Dank dafür. Ihr meldet Sensorflecken. Ja, kann sein. Das kann gut sein. Kann aber auch sein, dass das Gestrüpp ist. Ich habe nämlich hier direkt vor der Nase so ein bisschen Gestrüpp. Also hier, das kann sein, dass ihr das teilweise so ein bisschen unscharf unten in der Ecke seht. Ansonsten ist mal wieder eine Sensorreinigung fällig.
Jetzt wird hier wieder geböllert. Das ist höchstwahrscheinlich auf der Start- und Landebahn von Airbus. Ich schwenke mal darüber. Boah. Suppe, Suppe. Kann sein, dass da gleich ein Flugzeug starten oder landen möchte, sonst würden sie das ja nicht machen mit dieser Vogelvergraulung. Okay, Busan Express legt ab. Danke für die Info. Ja, Oberweser schreibt Elbufer Begleitgrün. So kann man es auch sehen. Also bis die Busan Express kommt, würde ich sagen, sind wir aber bildtechnisch hier am besten bei der Acker aufgehoben, oder? Ansonsten gibt es hier gerade nicht viel zu sehen. Die muss aber gleich wahrscheinlich auch mal Platz machen, wenn die Busan Express kommt. Also wenn der Beluga gleich startet in südliche Richtung, dann kriege ich davon hier leider nichts mit auf der Kamera. Ich habe das Gefühl, dass das immer mehr zuzieht. Parziman schreibt, eine Affäre von mir hieß Busan. Ich war tatsächlich schon mal in Busan. Busan ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt von Südkorea. Hat man irgendwie so gar nicht auf dem Zettel. Ich weiß nicht, wer von euch Busan kennt oder also kennen vielleicht noch einige, aber damit irgendetwas assoziiert. Ich glaube, Busan ist jetzt nicht unbedingt so unter den Top 10 der Urlaubsziele. Wer von euch war schon mal in Busan, kennt das. Also es ist echt eine ziemlich große Stadt. Und ich war da damals mit der Leverkusen Express und hatte dann die Möglichkeit, einen Tag
an Land zu gehen. Der Lurker Markus fragt, ob denn jetzt schon Lotse auf der Busan ist. Ja, natürlich. Also der Hafenlotse, der ist schon an Bord. Es kann auch sogar sein, dass der Elblotse schon mit an Bord ist. Ansonsten haben die hier direkt vor unserer Nase den Wechsel. Also hier Teufelsbrück, da ist ja Wechsel Hafenlotse, Elblotse. Aber gerade bei den großen Schiffen, da sind dann auch oftmals mehrere Lotsen an Bord. Und teilweise gehen auch gerade bei den großen Schiffen die Elblotsen gerne schon im Hafen mit an Bord, weil es eh nur ein kurzer Hüpfer ist, bis das Schiff hier raus ist und sie dann einen sehr nahtlosen Übergang haben. Dennis ist auch da von der Elbcam. Moin Dennis. Hattet ihr denn das mit den, hier mit den Rucklern oder Schatten, was eben ein paar beschrieben haben? War das jetzt noch mal öfter? Ich habe das nämlich nicht gesehen. Parziman 100 Biddies für den netten Herrn an der Kamera. Das ist aber lieb von dir. Der Frank hat noch mal Informationen zu der Acke, die ja nicht so ein Planierbagger ist oder Planierflug. Er schreibt noch mal und das ist, glaube ich, ganz verständlich. Die Acke injiziert Wasser unter hohem Druck in die Sedimentschichten auf dem Gewässerboden. Die Sedimente werden aufgewirbelt und in Suspension versetzt. Die aufgewirbelten Sedimente werden dann durch natürliche Strömung oder Gezeiten aus dem Zielbereich transportiert. Ja, ihr sagt, gab jetzt kein Problem mehr mit dem Bild. Ist insofern interessant, weil ich hier gerade mal wieder neue Hardware habe für das Encoding. Insofern wäre das schon interessant. Aber ihr sagtet vorhin, bei der Jana war das. Dann kann ich mir das ja nachher in der Aufzeichnung nochmal angucken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Kapitän Flunker ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Auch ein schöner Name. Kapitän Flunker. Und den Akinos sehe ich auch. Moin, mein Lieber. Ich werde mir das nochmal angucken und unserem Eddie zur Analyse geben. Fluggesellschaft kommt rüber. Der Thomas scheint fertig zu sein mit seinem Stream. 106 Raider. Willkommen an Bord, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Und Nummer 249. Hansi Seehund haut noch einen Superchat raus. Ganz lieben Dank. Mit Grüßen an die Community. 10 Monate Fischmarkt. Der Justi mit einem Moin. Ja, so viel zum Zeitplan. 16 Uhr geht die Busan Express raus. Der Lurker Markus schreibt, es sieht so aus, als ob die Busan wieder fest ist.
Jetzt sagt mir nicht, dass sie die jetzt aufhalten muss, weil da kommt ja noch ein... Also irgendwo auf der Elbe muss noch die Ever Top sein, 366 Meter Containerschiff. Müsste irgendwie hier im Zulauf sein. Wobei Thomas Fotodiele schreibt, die Busan gibt Gas. Okay. Ja, das kann natürlich sein, dass sich da irgendeiner von euren Wesselfeindern, Marine Traffic oder welches Tool auch immer ihr gerade nutzt, die verschlucken sich gerne mal. Also kommt gleich ums Eck, dann gehe ich mal da hinten drauf. So, bin hier leider relativ weit weg und da ich das Objektiv gewechselt habe, komme ich nicht mehr ganz so nah dran. Aber das Schöne ist ja, das Schiff kommt von alleine näher. Stefan fragt, ob es sein kann, dass es etwas benebelt ist. Ja, also es ist total nebelig. Allerdings hat MacGame eben auch schon geschrieben, wir haben trotzdem noch immer rund 3 Kilometer Sicht. Also hier vom Rüschbach, wo ich stehe, bis da hinten, da wo die Lampen sind, am Burchardkai, sind es trotzdem so rund 3 Kilometer. Also Sicht ist vorhanden, aber es ist natürlich trotzdem total diesig. Und da sehe ich einen Schlepper. Und im Hintergrund, wenn ihr mal genau schaut, seht ihr auch über den Bäumen den Aufbau von der Busan Express. Oh, auch sehr schön zu sehen, rechts an der Seite das Richtfeuer. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr da einen kleinen Schatten. Es sieht schon echt eindrucksvoll aus, wenn da so ein riesiger Koffer plötzlich aus der Hafeneinfahrt rauskommt. Also ich finde auf dem Bild, also man kann zwar nicht so wahnsinnig viel erkennen, aber man kann so ein bisschen die Dimensionen erahnen. Guido, herzlichen Dank und willkommen bei der Speicherstadt. Schön Wetter kann noch jeder. Das jetzt in Schwarz-Weiß. Soll ich mal auf Schwarz-Weiß die Kamera schalten? Könnte auch ganz interessant aussehen. Da. Edgar Wallace. Jetzt in Schwarz-Weiß.
Also ich finde, gerade bei Fotos haben solche Bilder in Schwarz-Weiß schon richtig was. Mag ich mir unheimlich gerne angucken. Video, sicherlich ein bisschen Gewohnheitssache. Kann man vielleicht mal kurzzeitig machen, aber so einen ganzen Stream in Schwarz-Weiß, das müsste man schon als Kunst anmelden. Aber für Fotos definitiv weit vorne, wie ich finde. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ein Farbfernseher was Besonderes war. Wo die meisten Sendungen tatsächlich in Schwarz-Weiß waren. Ich denke, einige von euch auch noch. Andi, der Sattelschlepper, nochmal mit 5 Schweizer Franken. Schreibt Geisterschiff mit Kapitän Freddy Krüger. 1, 2, Freddy kommt vorbei. Wie geht das weiter? 3, 4, schließe deine Tür. Oder so ähnlich. Boah, majestätisch, die Busan Express, dieser riesen Koffer. Ja, Pazi, 3 Programme damals. Ja. Und als es dann irgendwann Privatfernsehen gab, Eskalation. Ja, genau, zum Umschalten aufstehen. Und die ganz Schlauen hatten so einen ganz langen Stab als Fernbedienung. Hadis fragt, wie viele Knoten denn so ein Schiff auf hoher See macht. Also viele der Schiffe fahren mittlerweile verhältnismäßig langsam. Ganz einfach, um Treibstoff zu sparen. Und ja, ich glaube, so die übliche Reisegeschwindigkeit bewegt sich so um 16, 17 Knoten. Falls Torben noch da ist, kann er das ja gerne mal bestätigen oder ergänzen, ob ich da richtig liege. Aber meine letzte Reise mit der Chicago Express, da waren wir meistens so bei 15, 16 Knoten. Das ist nicht die Höchstgeschwindigkeit. Bastel mal schreibt laut Datenblatt 20 Knoten. Die schaffen deutlich mehr, aber es ist natürlich so, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit, ähnlich wie beim Auto, dann natürlich auch der Treibstoffverbrauch exorbitant in die Höhe geht. $2,49 kommt noch von Thomas Fotodiele. Frische Quarkbällchen, Kaffee, Kamin an und Flughafen live. Ja, also die Quarkbällchen würde ich jetzt auch nehmen. Oh, mit der Fähre hier, Leute. Also das hat schon was. Z. Heswot. Busan Express. Containerschiff des Grauens. Und Andi, der Sattelschlepper, haut auch nochmal 5 Schweizer Franken raus. Meint, und es eskaliert doch. Naja, wie gesagt, es ist eigentlich ja ein kleiner Teststream. Extra für Eddie. Doug Andi ergänzt nochmal, dass die Busan Express nach Antwerpen geht. Danke dir für den Hinweis.
Chris fragt, ob die Acke noch da ist. Ja, ja, die fährt noch hier direkt vor meiner Nase. Die ist hier auf der zweiten Kamera. Also die fährt noch munter auf und ab. Ja, und die haben tatsächlich auch vorne noch auf der Back ordentlich Beleuchtung an. Sonst würde man nicht so wahnsinnig viel sehen von dem Schiff. Die großen Schiffe, die bekommen dann übrigens zusätzlich zu dem Lotsen dann auch noch die sogenannte Radarberatung. Das heißt, da sitzt jemand in der nautischen Zentrale am Radar und beobachtet den ganzen Schiffsverkehr und gibt dann noch zusätzlich Unterstützung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, glaube ich, die Radarberatung bei den ganz großen Schiffen verpflichtend, ist dann immer dabei. Und bei schlechtem Wetter sowieso. Schön bunt beleuchtet jetzt, oder? Die Acke. Das ist doch ein tolles Bild. Könnte aber sein, dass die da gleich mal verschwinden muss. Markus Weber, der Fotograf, 5 Euro Superchat für sensationellen Nebel. Ich danke dir vielmals. Schädheit schreibt, ich habe die Acke bestimmt selber hierher bestellt. Also es ist schon ein sehr dankbares Motiv hier direkt vor der Kamera. Also das muss man schon sagen. Oh, jetzt wird es gerade ein bisschen blau. So, jetzt kriegt sich der Weißer gleich wieder ein. ...19 Monate Reeperbahn. Jens-Peter Jansen. Tolle mystische Stimmung mit dem Nebel. Jeder Stream von euch ist ein Highlight für mich. Liebe Grüße an das komplette Team und an die Moderatoren. Ich danke dir vielmals, Jens-Peter. Andreas Westphal verschenkt auch nochmal 5 Mitgliedschaften. Andreas, Dankeschön. Kann natürlich auch sein, dass es reicht, wenn die Acke einfach so ein bisschen rechts rüber fährt. Also jetzt hier Bildrichtung rechts. Ihre Fahrtrichtung Steuerbord. Kann sein, dass das ausreicht. Ich denke mal, die werden in direkten Kontakt mit den Lotsen stehen. Und dann machen die das schon.
MacGame hat nochmal die Route der Busan Express rausgesucht. Als nächstes geht sie nach Antwerpen, dann rüber nach Southampton, dann einmal die lange Reise nach Singapur, Yangchan, Hongkong, Kaohsiung, Ningbo, Xiamen und dann geht es wieder zurück nach Europa. Niklas Mönch ist auch da und wiederholt es auch nochmal. Wir hatten das vorhin schon, Niklas. Die Acke ist tatsächlich Baujahr 1943, finde ich, sieht man dem Schiff überhaupt nicht an. Also das hätte ich niemals gedacht, dass sie so alt ist. Oh komm Leute, das sieht aber schon ganz cool aus, oder? Mit der Acke im Vordergrund. Komm, das ist doch ein Bild. Da schmeiße ich doch glatt noch mal die Fotokamera an. So, habe mal eben ein Foto gemacht. Tachometer fragt, ob ich schon mal die Vorfahrtsregeln der Schifffahrt erklärt habe. Nein, das kannst du gerne tun. Das kannst du gerne tun. Ich muss gestehen, da müsste ich mich noch mal einlesen. Hinter der Busan Express ist noch ein Dampfer, oder? Könnte ein Feeder sein, so rein größenmäßig. Einige von euch haben jetzt noch später eingeschaltet und es kommt immer wieder die Frage, warum die Busan Express das letzte Mal in Hamburg ist. Hintergrund ist die Allianz zwischen Maersk und Hapag-Lloyd. Die haben ihre Dienste alle so ein bisschen umsortiert. In dem Zuge auch einen Europa-Hub gebildet, der aus den Häfen Rotterdam, Wilhelmshaven und Bremerhaven besteht. Und ja, in dem Zuge werden halt die ganzen 400-Meter-Schiffe von Hapag-Lloyd, die Hamburg-Express-Klasse, weitestgehend auch alle nach Wilhelmshaven oder Bremerhaven geschickt. Ob das wirklich jedes Schiff von der Hamburg-Express-Klasse betrifft, das kann ich euch jetzt so nicht sagen. Ob es da vielleicht auch noch mal Ausnahmen gibt. Es wird noch den einen oder anderen Anlauf geben. Die Hamburg-Express kommt noch mal, Gdansk-Express. Aber die Busan Express, für die war es das erstmal für einige Zeit. Bambulge lässt sein Prime Sub da. Ich danke dir vielmals. Oh, mit der Acke war das aber schöner als Bild, oder? Was leuchtet denn da jetzt von der Seite? Ist das auch die Acke? Oder ist das die... Es kann sein, dass das die eine Tonne ist. Oder ist es das Richtfeuer, das Licht vom Richtfeuer, was sich da spiegelt am Bug.
Stefan, ganz lieben Dank, 5 Euro per PayPal. Und er schreibt, danke für den tollen Nebelstream. Also ich mag es auch sehr gerne. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne von der Bildstimmung. Hätte gerne ein bisschen eher sein dürfen mit der Busan Express, aber ich glaube eben das Bild mit der Acke, das war schon ganz weit vorne. Christa Hartmann schickt 2 Euro und schreibt, sie vermisst immer noch Tanjas Emoji. Das Problem ist, dass wir keine neuen Emojis mehr hochladen können im Moment. Zumindest bei YouTube. Das geht immer erst ab so einer gewissen Zahl von Mitgliedern. Und mittlerweile sind die Sprünge da so hoch geworden für ein weiteres Emoji, dass das unheimlich lange dauert, bis wir da ein neues hochladen können. Und ich glaube, wir brauchen da irgendwie, weiß nicht, fast 100 neue Mitglieder, um ein neues Emoji hochzuladen. Aber kommt Zeit, kommt Emoji. Walter steht am Bubendeiufer und schreibt, oh Mann, das ist eine Größe. Ja, Walter, am Bubendeiufer kann man das auch sehr, sehr schön beobachten. Ich habe mich heute hier für einen Rüschpark entschieden, einfach um das mal ohne Fähre zu genießen. Bubendeiufer mag ich auch sehr gerne, da haben wir ja dann auch immer die ganze Fähr-Action. Aber ich dachte mir jetzt heute zum Abschied der Busan Express, da stelle ich mich mal hier in den Rüschpark. Oh, die lässt sich auch richtig Zeit. Ich will noch einmal hier richtig schön vor der Kamera posen. Gigi der Wahnsinnige, 2,49. Nach dem Stream ins Lust auf Italien. Also ganz ehrlich, ich würde nicht Nein sagen heute zu italienischem Essen. Guck mal, die steht ja fast, oder? Was sagt denn der Wesselfinder? Die steht. Steht fast echt auf der Stelle. Nee, also sie fährt noch, aber wirklich super langsam. Also kann doch höchstens 1, 2 Knoten sein. Ja, Markus, jetzt noch mal so ein kleines Abschiedshorn von der Busan Express. Das wär's. Das wäre auch genau die richtige Position. Ach, die hat gerade, wahrscheinlich hat die einfach ein bisschen gewartet, um den Fieder im Hintergrund mal durchzulassen. Und hier kommt noch im Vordergrund, was kommt denn hier noch? Ein kleiner Bulker, glaube ich. Was für eine schöne Stimmung. Ah, 4 Knoten, sieht echt aus, als ob sie hier auf der Stelle steht. So, ich muss mal kurz hier das Bild manuell einstellen, sonst schwankt mir das zu viel.
2,49 vom Erhard für die geniale Stimmung im Nebel. Dankeschön. Nils, sie haut auch noch mal 5 Euro raus und schreibt, die Fähre 64 ist seit dem Fahrplanwechsel auch bis Mitternacht unterwegs. Ja, Nilsi, danke für diese Service-Info. Ich hoffe, die Geräusche kommen so ein bisschen rüber. Es hat wirklich was Majestätisches. Man hört ganz leicht die Maschine. Ab und zu hört man die Rudermaschine. Keks ist seit 7 Monaten dabei. Dankeschön. Was ist denn jetzt mit unserem Stream los? So, jetzt müsste eigentlich der Stream gleich wieder laufen. Kommt wieder, oder? Müsste wieder flüssig laufen. Nee, war nicht das Mobilfunknetz. Diesmal.
war das Festnetz, beziehungsweise die Serverleitung. Also jetzt müsste es aber wieder laufen. Mann, oh Mann, ihr glaubt gar nicht, was es alles für Fehlerquellen gibt. So, und guck mal, was ich auch ganz cool finde. Schaut mal jetzt da, dieser Aussichtspunkt. Boah, sieht das cool aus. Das ist natürlich immer der Vorteil an Nebel. Diese ganzen Lampen werden einfach viel, viel schöner dargestellt. Beziehungsweise man sieht halt den Lichtstrahl viel besser. Ja, die Busan Express hätte mal ein kleines Abschiedshorn da lassen können. Aber dem ist nicht so. Kai fragt, was war denn los? Ja, die Leitung am Server, da war gerade was in ne Dutten. Es war ausnahmsweise nicht das Mobilfunknetz. Wie viel Mann Besatzung hat die Busan? Fragt Nappi. Also bei der Hamburg Express Klasse ist die Soll-Crew-Stärke, glaube ich, 27 Besatzungsmitglieder. Erhard, in ne Dutten. Kennst du nicht in ne Dutten? Wenn was kaputt ist, dann ist das in ne Dutten. Fünf Mitgliedschaften nochmal vom Hessenblitz. Dankeschön. Ja, der Aussetzer war relativ kurz. Der hielt sich in Grenzen. Also jo, das war aber doch, fand ich, waren doch schöne Bilder, oder? Also auch wenn man jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel erkannt hat von der Busan Express, aber ich muss sagen, gerade so das mit dem Nebel und der Acke davor, das hat mir doch richtig, richtig gut gefallen. Aber jetzt wird es hier auch gleich wirklich stockduster. Das ist natürlich der Vorteil dann, wenn man etwas näher am Terminal ist, da hat man dann noch ein bisschen mehr Licht. Also hier ist das Licht jetzt tatsächlich gleich wirklich gegen Null.
Von daher sagen wir jetzt erstmal Tschüss Busan Express, der Crew eine gute Reise. Nächster Stopp ist Antwerpen. Das dauert nicht ganz so lange, da werden die wahrscheinlich morgen Abend ankommen. Und ja, dann gucken wir mal, wann die, was wir sonst noch zu sehen bekommen in nächster Zeit von der Hamburg Express Klasse. Wie gesagt, die Hamburg Express kommt noch einmal, die Gdansk Express soll jetzt auch in den nächsten Tagen kommen. Die war noch gar nicht in Hamburg. Da kenne ich sogar den Chief an Bord. Mit dem bin ich auf der Valparaiso Express gefahren. Allerdings weiß ich noch nicht genau, ob ich euch das zeigen kann, denn ich werde am Samstag mal nach Papenburg fahren. Da gibt es ja wieder ein neues Schiffchen von der Meyer Werft. Und das ist die Asuka 3. Die wird ausgedockt, kommt aus der Dockhalle an den Ausrüstungskai. Und das wollte ich mir eigentlich mal ganz gerne angucken. Papenburg finde ich immer, ist so ein kleines Happening. Es ist halt immer so 2-3 Mal im Jahr mit Ems-Überführung und Ausdocken. Trifft man immer ein paar Leute und ich mag das eigentlich ganz gerne. Das ist so ein bisschen Abwechslung. Die Asuka 3, natürlich größenmäßig jetzt nicht so das mega spektakuläre Schiff, aber ein sehr, sehr schönes, feines. Ich glaube, die hat so 240 Meter ungefähr. Ist für eine japanische Reederei. Kann auch sein, dass wir die eventuell in Deutschland gar nicht mehr zu sehen bekommen. Von daher würde ich mir das gerne mal anschauen. Der Melkon lässt noch ein Sub bei Twitch da. Ganz lieben Dank dafür. Und Thor sein Bier ist leer. Im 3. Monat mit dem Prime Sub dabei. Danke, danke, danke. Kai Wrubel fragt, wie lange die Schlepper dranbleiben. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Normalerweise bei guter Sicht und gutem Wetter sind die Schlepper jetzt schon ab. Ich denke, die haben sie aufgrund des Wetters und weil da noch ein Aufkommer ist. Also die haben gleich noch eine Begegnung mit der Ever Top, nicht A-Top, also nicht eine von den 400 Metern, Ever Top, schon älteres Schiff, 360 Meter ungefähr. Und dem begegnen sie gleich, irgendwo so zwischen Airbus und Wedel. Deshalb nehme ich einfach mal an, dass sie auch aufgrund der Sichtbedingungen gesagt haben, komm, lass mal den Schlepper noch ein bisschen dran. Wenn sich 2 solche Brocken treffen, ist das gar nicht so verkehrt, da noch so ein bisschen Unterstützung zu haben. Er hat gefragt, ob ich aus Papenburg streame. Das wäre so die Idee. Also wenn ihr das sehen wollt, könnte ich das vielleicht einrichten. Ja. Nein, also wenn ich da bin und wenn das alles passt und so weiter, dann würde ich das ganz gerne auch streamen. So, dann schaue ich noch mal ein bisschen in den Chat. Ute fragt, ob es sein kann, dass sie an die Pfähle von Airbus gehen. Ute, das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke eher, dass die schön langsam aneinander vorbeifahren. Und Niklas schreibt auch noch mal, Schlepper sind noch dran wegen der Ever Top und wegen der Camilla Oldendorf, die da hinten auch noch zugange ist. Also da ist einiges los da hinten in Wedel. Schade, dass wir da jetzt nichts von sehen. Es ist auch wirklich jetzt langsam stockduster hier. Also, wenn wir hier das rote Licht nicht hätten, dann wäre das Bild wirklich äußerst trostlos. Also laut aktueller Ankündigung soll das in Papenburg am Samstagmorgen um 10 Uhr losgehen. Aber in der Vergangenheit, ich war ja schon ein paar Mal in Papenburg, also in der Vergangenheit haben wir auch schon öfter mal gesehen, dass es früher oder auch später losgehen kann, also in beide Richtungen. Das ist, meistens ist es vom Wetter abhängig. Von daher kann man das uhrzeittechnisch jetzt nicht
so hundertprozentig sagen, aber ich werde auf jeden Fall früh genug da sein. Mir dann ein Plätzchen suchen. Die Asuka 3 ist ja in der kleineren Halle, also nicht die große Halle, wo wir das letzte Mal auch die Disney Dream rausgeholt haben. Nee, Disney Dream war das gar nicht. Disney Treasure war das, ne? Disney Treasure war Papenburg. Die ist also in der kleineren Halle an der Seite. Und ja, da muss ich mir dann mal ein schönes Plätzchen suchen. Mal gucken, ob ich euch da einen kleinen Stream präsentieren kann. Wetter soll eigentlich ganz gut aussehen. Also bis jetzt ist die Vorhersage für Papenburg ganz anständig. Ja. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, das waren noch ein paar schöne Bilder, war ein schöner Stream. Also auf die Evertop jetzt zu warten, das macht, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Das ist so stockduster hier. Von daher sage ich mal vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder so aktiv mitgeholfen habt im Chat, vor allem auch was die Acke anging. Also das Schiff hat mich ja völlig überrascht, dass die ja dann auch plötzlich direkt hier vor unserer Nase zugange war. Also vielen, vielen Dank da auch nochmal für die Infos. Was das genau für ein Schiff ist, wieder was gelernt. Habe ich noch nie gesehen hier in Hamburg. Also insofern mal wieder was ganz, ganz Neues. Vielen Dank auch für eure finanzielle Unterstützung für den Kanal hier. Waren wieder ganz viele Mitgliedschaften, verschenkte und neu abgeschlossene. Auch ganz viele Subs, also Subscriptions auf Twitch. Dann jede Menge Bits auf Twitch und auch wieder ein ganzer Haufen an Superchats bei YouTube. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Ist echt sensationell, wie ihr den Kanal unterstützt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne nochmal auf den Daumen nach oben Button drücken und falls ihr noch nicht gemacht habt, den Kanal abonnieren oder auf Twitch ein Follow hinterlassen. Das hilft immer. Ihr wisst ja, man kämpft immer so ein bisschen mit dem Algorithmus. Der Algorithmus, der mag das, wenn diese ganzen Knöpfe gedrückt werden. Also, wenn ihr mögt, einfach mal draufdrücken. Ja, und dann würde ich sagen, ich gucke gleich mal. Ich bin jetzt leider angefixt und habe jetzt italienisches Essen im Kopf. Werden wir langsam zusammenbauen, dann nach Hause fahren. Mal gucken, ob ich mit Tanja heute Abend noch irgendwo lecker essen gehe. Also, macht's gut, ihr Lieben. Und dann, ja, vielleicht bis Samstag. Also ob morgen was ist, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Aber ihr wisst ja, ne? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.